Ahoi Leute, ich bin Atze der Buschpirat, hier unterwegs, endlich mal wieder mit dem legendären Alaska Tom. Hallo. Und wenn ihr herausfinden wollt, warum wir hier sitzen und schon Bier trinken, dann müsst ihr dranbleiben. Ihr seht genau richtig, Alaska Tom ist heute mit dabei. Wir machen heute eine schöne Übernachtungstour und wir haben vor kurzem mal nachgerechnet, wann wir das letzte Mal auf Tour waren. Und das war tatsächlich im letzten Sommer. Fast ein Jahr ist es her, jetzt geht's wieder los. Wir freuen uns. Einmal fälschlicherweise den Weizen geholt hast. Ja, aber der war trotzdem lecker. So Leute, Riesenproblem. Und zwar, der Tom und ich, wir wollten heute in einem richtig coolen Steinbruch übernachten. Vielleicht werden wir das noch, das wird sich rausstellen, denn da drüben ist reingegangen und wir haben Muggels heißen sie, oder? Ja. Muggels entdeckt. Und da wir natürlich gewisse Distanz untereinander wie auch zu anderen Personen einhalten müssen, möchten wir jetzt nicht an die Stelle gehen, die jetzt besetzt ist. Die ist großflächig, wäre kein Problem, aber das werden wir nicht tun und als gutes Vorbild vorangehen. Und werden hier auf unserem Beobachtungsposten mal einen Radler trinken, weil vielleicht sind die danach dann schon weg. Wir werden sehen. Thomas hat auch aufgesattelt. Wir haben unser kleines Zwischengetränk zu uns genommen. Und jetzt werden wir mal scouten gehen, ob unser Domizil für heute Nacht frei ist oder belegt. Falls ja, naja, verkrümeln wir uns halt in den Wald. Ich glaube, Leute, wir haben Glück. Ui, heute wird es hier richtig luxuriös. Hier sogar mit Sitzmöglichkeiten. Herrlich, und das Gute ist, Betonplatte, die wurde hier extra gegossen. Nein, eine Felsenplatte. Also wunderbar, cool. Sehr schön. Hier auf der Seite hat sogar jemand eine kleine Sitzbank gebaut. Die werden wir natürlich ganz vorsichtig zur Seite tun, dass da nichts passiert. Ja, genau die Distanz. Ja, unsere Idee ist dann heute, ich werde auf der Seite liegen, Thomas wird dort drüben liegen und falls der Siggi zuschauen sollte, den grüßen wir hier herzlichst, denn er kennt hier vielleicht diese Feuerstelle, denn so wie das aussieht, kommt die noch von uns. Ich meine, hier sind einige Feuerstellen, das ist hier ein bisschen so ein inoffizieller Grillplatz, aber hier habe ich schon mal mit dem Siggi gepennt. Gut, heute hier unterwegs mit dem Fjällräven Helax. Schöner 40 Liter Rucksack,
wird auch nicht mehr hergestellt, auch so ein kleines Sammlerstück. Und das packen wir erstmal aus und dann zeige ich euch, was wir so dabei haben. Ein bisschen größer, gell? Noch. Das ist der große, der XL, ja. Da Ja, ja. passt einiges rein. Ja, schon. So, Thomas liegt gerade Probe. Moment, die darf nicht so nah rankommen. Servus. Und? Top. Das ist der Nordisk Biwaksack. Thomas? Ja. Okay, der hat so ein eingebautes Moskitonetz Genau. noch vorne dran. Genau, das Genau, seht ihr da hinten. Ja. Genau, falls dann doch irgendwie die Viecher kommen. Richtig, genau. Okay, cool. Sieht gut aus. Tipptopp. Ja, aber ein bisschen skeptisch mit der Größe des Schlafsacks und Isomat, ob alles reinpasst, aber sieht gut aus. Also drückt es den Schlafsack nicht zu sehr Nö, zusammen? das passt auch. Noch genug Luft. Okay, okay. Sehr gut. Cool, Ja. cool. Ja, denn wir haben heute vor, so eine richtig coole Cowboy-Übernachtung zu machen. Das heißt, wir werden uns kein Tarp spannen, werden hier direkt vor dem Feuer sitzen, uns was Leckeres kochen, getrennt natürlich, und einfach dann später uns hier in die Biwaksäcke verziehen. Ich bin heute unterwegs mit dem Jurtenland Biwaksack in der XL-Größe. Da hat man ganz viel Platz noch an der Seite, Sachen noch mit reinzunehmen. Das Ganze auf der altbewährten BW, auf der Elefantenhaut. Und Isomatte ganz normal meine Expert. Und als Schlafsack habe ich den Kürzelbag, den Survival dabei. Der ist relativ robust, also sehr robust, hat auch so einen Moskitoschutz, falls ich den brauchen sollte heute Nacht. Ist so, sage ich mal, ein bisschen die Verbesserung vom Defense 4, würde ich vielleicht sagen. Hat zwar nicht ganz die Temperaturwerte, aber so vom Feeling her hat auch eine schöne Farbe und Kürzelbag natürlich ein wunderbares Schlafklima. Jetzt kommt das alles hier in den Biwaksack erstmal rein. So. Und wie ihr seht hier, ein halbes Zelt. Was ist denn da hinten los? Kaum dreht man sich um. Machst du Essen? Ah ja, alles klar. Gut. Machst ein kleines Päuschen. Ja, klar. Ja. So, hier werden wir später ein kleines Feuer machen. Jeder hat seinen Bereich sozusagen. Da können wir uns noch dann draufsetzen, wenn wir Lust haben. Cool. Ansonsten habe ich gar nicht so viel Ausrüstung dabei. Hier habe ich mal alles ausgepackt. Bisschen Kamera-Equipment, meine EDC-Tasche. Da gibt es ein eigenes Video, verlinke ich euch da oben irgendwo mal. Noch eine schöne Daunenjacke, eine dünne. Dann hier vorgefertigte Nudeln. Da habe ich auch die Gewürzpaste dabei für die Piratenpasta. Verlinke ich euch auch das Video, wenn ihr wissen wollt, was das ist. Ein bisschen Kochzeug. Dann hier noch diverse Getränke, ein bisschen Zahnputzzeug, Hygienezeug. Ein bisschen was zum Schlafen und das war's auch schon.
Jetzt waren da gerade irgendwie 2 Männer da, sahen nicht jetzt offiziell nach Polizei aus, aber so wie Jäger und irgendwie so ein Forstarbeiter. Haben hier reingeguckt, ein bisschen die Lage gecheckt und sind wieder gegangen. Das irritiert mich immer, wenn die Leute irgendwie dann nicht auf einen zukommen und einfach sagen, hey, cool, was macht ihr da? Oder ich meine manchmal lieber wie dieses gar nichts sagen und irgendwie, weiß ich nicht, sind ja keine 100 Leute hier, wir sind alleine hier. Naja, machen wir uns mal einen kleinen Wein auf. Hier übrigens ziemlich cool. Ich habe heute mal wieder mein Feuerset dabei. Die Tasche habe ich schon seit Ewigkeiten. So eine ganz schöne Ledertasche, wo eigentlich Tabak reinkommt. Habe ich so als Feuertasche. Und als ich am Anfang der Woche mit meiner Tochter unterwegs war, habe ich richtig fette, sieht man das? Richtig fette Harzbrocken gefunden. Und natürlich noch ein bisschen Birkenrinde. Heute machen wir mal wieder das Feuer auf klassische Art und Weise an. Aber ich wollte ja eigentlich an meine Tasche greifen wegen was ganz anderem. Wenn wir gerade bei der Werkzeugtasche sind, heute mal wieder mit dem Condor. Wie heißt das Condor-Messer? Swamp Romper, glaube ich. Ja. Habe ich relativ selten inzwischen in Gebrauch, obwohl es eigentlich echt eine richtig schöne Klingenform hat. Da kommen Sachen bei dem Rucksack raus. Was haben wir hier noch? Ein bisschen von dieser leckeren Gewürzmischung von der Piratenpasta. Auf jeden Fall mein Becher. Der Rotwein. So, Thomas, wie sieht es bei dir aus? Ausrüstungstechnisch. Sehr gut. Ja, was hast du dabei? Ein schönes Messer. Ist es das? Ja, das halt bekannte vom Real Seal. Alaska Tom. Genau. Cool. Gutes Teil. So, darf man nicht so nah herankommen. So. Die gute Tatonka Bowl, die habe ich heute auch richtig. dabei. Für die Nudeln so ein bisschen anbrutzeln. Einmal Klamotten. Klamottensack, sehr schön. Kann Und man auch hier brauchen. Spiritus. Cool. Waschzeug. Waschzeug. Tja, Sonnencreme. Man weiß ja nie. Sonnencreme, stimmt. Erste Hilfe. Oh, das habe ich vergessen. Also nur das ganz minimalistische habe ich dabei. Ein Warndreieck, man weiß ja nie. Und? Hier, Tasse. Oh, die ist cool. Zeig die mal ein bisschen näher hier. Tja. Okay, schöne Emaille-Tasse. Oder nicht? Ja, doch, klar. Ja. Was gibt's denn noch? Oh, ein schönes Schneidbrett. Was gibt's denn bei dir heute zu essen, Thomas? Maultaschen. Maultaschen? Sehr Ja. gut. Angebraten? Heute Morgen Maultaschen hergestellt und gekocht und jetzt ist angebraten, genau, mit Die Ei. selber gemacht? Ja, selbstverständlich. Boah, cool. Da sind wir schon mal sehr gespannt. Mehr ist nicht. Mehr ist nicht? Kühltasche. Oh, was hast du da drin? Ach, die Maultasche. Die Maultaschen, Ei. Salat, genau. Er hat noch was entdeckt, der Thomas. Johannisbeersaft. Oh, Johannisbeersaft. Ja. Also, Thomas hat immer Johannisbeersaft dabei. Verrückt, oder? Unglaublich, verrückt, weil immer Johannisbeersaft. Ich übrigens auch in meiner Flasche. Hat jemand Wein gesagt, Thomas? Hat jemand Wein gesagt? Nee. Nö, Johannisbeersaft. Und natürlich, was darf nicht fehlen? Die halbe Wolldecke. Hast du auch eine Wolldecke dabei? Nee, heute nicht. Gibt es auch ein Video darüber übrigens. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Schönes Lager. Was ich an so einem Setup extrem entspannend finde, wenn man mit seinem ganzen Schlafequipment auch direkt an der Lagerstelle liegt, dass man einfach alles um sich herum hat. Ja? Man hat hier sein ganzes Equipment, sein Schlafsetup, alles ist da, man hat jetzt keinen Tab oder sonst irgendwas und man liegt hier einfach ganz offen. Was richtig, richtig cool ist, kann hier sicher ein Feuer machen auf dieser Felsenplatte und das mag ich total gerne, weil viel zu oft lagert man irgendwo und schläft dann irgendwie 20 Meter weiter irgendwo im Wald. Und gerade das gemeinsam mit dem richtigen Abstand, einfach hier zu sein, das ist gerade richtig, richtig schön. Bisschen gegen den Lagerkoller.
Bleibt gesund, Leute. Bleibt gesund. Oh, der Waldschrat kommt. So Leute, wir haben den vorerst letzten Schluck getrunken und jetzt machen wir Feuer. Ja, dieses schöne Neckknife von CRKT, das Minimalist, habe ich vom Gus geschenkt bekommen. Lieber Gus, ich freue mich wirklich immer noch riesig über dieses Geschenk. Danke dir nochmal. Auf den schönen Abend noch. Sehr gute Idee. Und auf euch natürlich auch. Ich muss meine Beine ein bisschen hier herstellen. Ne? Gute Idee. Noch ein bisschen. Der wird ein bisschen wärmer, einfach besser. So meine Freunde, soll ich euch mein Geheimnis verraten? Der Herr da hinten fängt zum Kochen an mit seinen selbstgemachten Maultaschen. Und das wollte er euch vorenthalten. Also gucken wir es uns mal an. So, Thomas, lass mal sehen. Hier mit weitem Stativ. Ui, die sehen aber extrem gut aus. Teig auch selber gemacht? Nein. Ja, man bekommt ja auch kein Mehl und keine Hefe. Nee, richtig, also genau. Deswegen verstehe ich gut. Hefe brauchst du eh nicht für Nudelteig, aber macht nichts. Okay, einfach nur normalerweise Wasser, Mehl und Ei. Okay, sehr schön. Oder vielleicht Grieß, aber kommt drauf an. Und die schneidest du jetzt einfach nur klein? Genau, aber streifen und dann schön anbraten, Ei drauf und dann würzen. Hier in deinem Tütchen, in deinem MAE. Im Tütchen. Ja, das auch noch eine Geheimzutat. Ja, natürlich. Also, der Thomas, der zieht sich ein bisschen, euch das zu zeigen, Leute. Was hat er da drin? Das ist das Frühstück. Achso, okay. Was ist das irgendwie? Haferflocken mit Milchpulver. Okay. Mit Wasser angerührt. Cool. Ja. Habe ich noch verschiedene Tees. Gut. Gibt noch zur Auswahl. Und zu den Maultaschen gibt es da noch irgendwas? Oder hier Kaffee? Ja, Frühstück. Frühstückspaket. Ja, Was gibt es noch Gutes? Kartoffelsalat. Ein Kartoffelsalat. Den gibt es dazu. Leute, Maultaschen selbst gemacht mit Kartoffelsalat.
Thomas, ich werde übrigens da hinten irgendwo schlafen heute Nacht. Ich mache mir auch da hinten ein eigenes Feuer. Ist das okay? Hau ab. Nee, eigentlich, was der Thomas da macht, ist echt eine richtig coole Geschichte. Und das seht ihr schon, man kann draußen auch wirklich richtig lecker kochen. Und wenn man einfach nicht so weit läuft wie wir heute, weil unser Fokus das Treffen wie auch das Lagern ist, da kann man sich auch wirklich mal ein paar leckere Sachen mitnehmen. So, dann gucken wir mal, was es in der Kombüse heute Leckeres gibt. Solange der Thomas hier, ihr seht ihn im Hintergrund, noch Maultaschen schneiden. Und zwar, ich habe heute bereits abgekochte Nudeln dabei, um einfach Wasser zu sparen, wie auch Brennstoff. Gut, hier mit einem Feuer wäre es kein Problem gewesen. Aber Nudeln abkochen, ich meine, da braucht man dann meistens einen halben Liter oder sowas. Kann man mal machen, aber muss nicht unbedingt sein. Dann mal wieder hier diese Tatonka Bowl, die hat der Thomas auch dabei. Da werde ich dann die Nudeln einfach warm machen. Und dazu gibt es, wie euch schon gezeigt, eine vorgemischte, ja, ich nenne es mal Soße, Gewürzpaste, nämlich mit Olivenöl und diesem Aglio Olio, wie auch diesem Bruschetta-Gewürz. Wenn ihr wissen wollt, wie das hier genau funktioniert, verlinke ich euch mal ein Video unten in der Videobeschreibung, wie vorhin schon gesagt. Da könnt ihr euch das Rezept nochmal in Ruhe anschauen. Und normalerweise kommt da noch leckerer Bärlauch oder Rucola rein. Habe ich heute nicht dabei. Heute gibt es wirklich nur die Nudeln, nur mit diesem Gewürz. Und das kann man wirklich auch mal bei einer längeren Trekkingtour mitnehmen, weil das wiegt nicht viel und hat trotzdem guten Bums. Oh, Nüsschen habe ich noch dabei. Die werde ich mir noch reinschneiden. Ach ja. So. Wo hat sich mein Löffel versteckt? Löffel. Das Ganze werde ich heute auf zweimal machen. So, ein paar Nudeln. Dann ein Schlückchen Rotwein. Dann hier von dieser leckeren Gewürzmischung. So, dann noch ein paar Nüsse. Hier natürlich in der Original Schwarze Biene Outdoor Tasche und in dem Säckchen. Liebe Grüße gehen raus an den lieben Tommy von Schwarze Biene Outdoor. So, da werden jetzt einfach ein paar Walnüsse. Haben wir hier noch ein paar kleinere Nüsse, so ein bisschen Cashewkerne, Erdnüsse, Sonnenblumenkerne. Einfach ein bisschen mit reingestreut. Und dann kommt das Ganze auch schon auf die Kohlen. Ein bisschen geht noch. Okay. Das ist ja auch diese Bowl dabei. Ja, super Teil. Ja. Und da hinten sind die schön geschnittenen Maultaschen. Komm, die Leute, die müssen ein bisschen Hunger bekommen. Aber absolut. Ne? Machen wir ein bisschen eine Aufnahme. Oh, das sieht mal verdammt gut aus. Und dann in Öl oder in Butter schmalzen? In Öl. In Öl. Super, und dann Kartoffelsalat dazu. Genau. Perfekt. Auch selbst gemacht natürlich. So ein Arsch. Ja, auch geil aus, ja. Die Aber Nudeln das auch ist selbst einfach- gemacht, ne? Die Nudeln sind natürlich selbst gemacht. Also wenn ihr wissen wollt, wie man Nudeln selber macht, man nimmt einen Topf, da kommt heißes Wasser rein, dann wird das Ganze zum Kochen gebracht, Salz dazu und dann hat man selbstgemachte Nudeln. Ach super. Gut, dass du es sagst. Ich habe mich immer gefragt, wie das funktioniert. Ja, Sehr gut. Bei YouTube bleibt anders. ganz einfach. Ja. Top. Heiß. Ich glaube, ich hätte doch lieber den Spirituskocher nehmen sollen. Ach Quatsch.
Ja, ich weiß, ich habe da schon 100-mal den Sascha aus Tirol gegrüßt. Aber seine Frau, er behauptet ja immer noch, dass er es war. Aber seine Frau hat mir hier diese Tupperschüssel mitgebracht mit diesem Kunststoffdeckel, die perfekt hier in diesen Tatonka Bowl reinpasst. Und wenn der dann schmutzig ist, dann kann man da noch ein bisschen seinen Abfall reintun. Und dieser Deckel von dieser Tupperdose passt perfekt drauf und schließt den auch komplett ab. Also, liebe Frau von Sascha, vielen Dank nochmal. Hast du noch irgendwelche Kräuter oder machst du nur Salz hin? Also ich habe Salz, Pfeffer. Salz, Pfeffer? Was gibt's noch? Keine Ahnung. Ei? Ei, Salz, Pfeffer, Ei. Ah, mit Ei sogar. Und ich habe noch eine Würzmischung vom letzten Mal, aber ein bisschen indisch, aber Okay, Curry und so, Paprika. Mal schauen. okay, cool. Ach, Salz, Pfeffer wahrscheinlich, aber die Leute sind ja eh schon gewürzt. Okay. Ja, Ei. Ich habe mich letztens mal mit dem Sven unterhalten und wir haben beide festgestellt, dass dieses immer am Lager sitzen und essen und ja, der Zuschauer schaut zu. Klar, was soll er sonst machen? Nicht immer ganz so cool ist, obwohl das hervorragend schmeckt. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr so Lagerleben in dem Sinne, wie der Thomas und ich jetzt hier fabrizieren, uns ein bisschen ansticheln, ein bisschen zusammen lachen und dann euch hier beim Essen auch noch eingeschaltet lassen. Schreibt mal unten rein, ob euch das gefällt oder ob euch das nervt, ob ihr mehr cinematische, epische Aufnahmen wollt. Würde mich mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Der Thomas hat gerade eben erwähnt, dass wir dort oben das erste Walddinner gemacht haben. Ja. Das war richtig cool. Und zwar, ja, unsere Walddinner, da ist immer der Sigi noch mit dabei. Beim zweiten Teil hat der Tom leider gefehlt, beim dritten Teil waren wir wieder komplett. Das sind immer so, ja, wie dieses perfekte Dinner, ja, nur so im Wald. Also richtig spaßig. Ich verlinke euch mal ein Video in der Videobeschreibung vom Sigi, von unserem Walddinner, weil da kam auch noch ein Überraschungsgast dazu. Nennen wir es mal so. Und wir hatten Eiswürfel dabei. Wo gab es sowas schon mal? Outdoor mit Eiswürfel, Jungs. Ja, das gibt es nur mit dem Outdoor-Buddy, aber stimmt, genau. Und zwar ein riesen Sack. Ja. Voll. Stimmt, sehr geil. Spooky. So, wir gehen jetzt ins Bett. Das Feuer, das brennt neben uns. Thomas liegt auch schon. Gute Nacht, ihr Matrosen.
So, guten Morgen Thomas. Guten Morgen. Wir haben jetzt kurz vor 7. Die Nacht war gut bei mir. Hab ziemlich gut geschlafen. Die Sonne sieht man gerade, die geht auch gerade auf, aber hier in diesem Steinbruch natürlich erstmal nicht. Aber an den Baumwipfeln oben sieht man, wie die zum Leuchten anfangen. Das ist ziemlich schön. Ja, die Windräder knattern ein bisschen im Hintergrund. Aber die Vögel sind auch schon wieder voll aktiv. Von der Temperatur her, das ist schon ganz schön runtergegangen, glaube ich. Heute Morgen um 4 oder so, da war es echt richtig zapfig. Also ich glaube, da ging es auch, es war noch über 0, aber es ging schon eher in die Richtung. Ja, jetzt machen wir uns noch schön Tee. Da gibt es heute ein Familienprogramm, das heißt früher Aufbruch. Super, schön. Eine herrliche Stelle. Ich bin nicht so oft aufgewacht, richtig schön, richtig gut geschlafen eigentlich. So, wir werden jetzt noch eine Runde frühstücken bzw. einen Tee trinken und dann auch langsam das Lager wieder abbrechen. Ja. So, gucken wir mal an beim Thomas hier. Und das hast du selber gemischt? Ja. Haferflocken, Milchpulver. Trockenfrüchte oder was sind das hier noch? Cranberries. Cranberries, sehr cool. Fichtentee ist einfach so was Leckeres. So einfach zu machen. Sehr gesund. Ein Dank an die Fichten. Gut. Ja. So, ja, die Tour neigt sich jetzt langsam dem Ende. Tom hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, super. Nochmal auf dich. Tom hat sich noch einen Kaffee gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Spaß mit den Bildern und habt mit uns gelacht, denn wir haben eine Menge gestern Abend gelacht, habt ihr ja gesehen und gehört. Bleibt gesund und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Schaut beim Tom mal vorbei auf Instagram, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal. Adios, muchachos.